Diese Turmuhr im Pfundsmuseum wurde erbaut im Jahr 1519 und war in Betrieb bis 1920. Sie wurde mehrere Jahrzehnte im Verborgenen gelagert und auf einem Flohmarkt vom Museumsgründer Reinhard Krämer käuflich erworben. Solche Uhren werden bezeichnet als Turmuhr mit Balkenwaag. Die original erhaltene und voll funktionsfähige Turmuhr von Hans Dahlhoff ist eine reine Schlaguhr mit Waag. Ein Zeigerwerk mit einem Zifferblatt gab es nicht. Der Glockenschlag kündigte die Uhrzeit an. Damals war die Zeit kaum von Bedeutung. Der natürliche Übergang von Tag und Nacht war vollkommen ausreichend. Der lichte Tag von Sonnenaufgang bis Untergang und die Nacht wurden in jeweils 12 Teile geteilt, die sogenannten Temporalstunden. Aus der Antike und dem alten Ägypten war diese Einteilung bereits bekannt. Somit waren die Stunden je nach Jahreszeit unterschiedlich lang. Im Sommer waren die Stunden des lichten Tages wesentlich länger und dauerten im Hochsommer bis 80 Minuten. Im Winter waren die Stunden des lichten Tages kürzer, dafür aber die Nachtstunden länger. Ein gleiches Tag-Nacht-Verhältnis gab es nur im März und September. Die Veränderung der Tageslängen erforderten eine Anpassung der Laufgeschwindigkeit. Über die Reguliergewichte wurde das Trägheitsmoment der Waag beeinflusst und somit auch die Geschwindigkeit des Uhrwerks. Werden die Reguliergewichte nach außen geschoben, ergibt sich ein langsamerer Gang, werden die Reguliergewichte nach innen geschoben, ergibt sich ein schnellerer Gang. Da man sich damals an den Lauf der Sonne orientierte, musste der Türmer die Uhr wöchentlich anpassen. Außerdem mussten die Gewichte täglich auf Tag- und Nachtzeit umgehängt werden. Hier die Sommerzeit des lichten Tages. Der Verlauf der Uhr wurde weiterhin mit Sonnenuhren überprüft. Hierfür wurde der Höchststand der Sonne, sprich die Mittagszeit, ermittelt, um einen einfachen Referenzwert zu erhalten. Hier die Winterzeit. Das Gehwerk links und Schlagwerk rechts werden jeweils über ein nach unten fallendes Gewicht in Bewegung versetzt. Ein unkontrolliertes Abwickeln des Seils wird durch ein Gesperr verhindert. Das Gesperr in der im Pfundsmuseum aufgestellten Uhr ist ein Hufeisengesperr. Der Name leitet sich aus dem Aussehen des Gesperrs ab. Durch das Gesperr lässt sich die Seilwalze nur zum Aufziehen der Gewichte durchgängig in eine Richtung bewegen. Ist das Gehwerk aufgezogen, wird die Seilwalze in der Gegenrichtung gesperrt und das langsam sich senkende Gewicht treibt das Walzenrad an.
Das an der Seilwalze befindliche Walzenrad wird über das nach unten fallende Gewicht angetrieben und über einen Zwischentrieb dabei das Kronrad in Bewegung gesetzt. Hier sieht man auch schon, wie die Waag über den oberen Spindellappen von dem Kronrad in Schwung versetzt wird. Die Spindelhemmung unterbricht den Ablauf des Gehwerks in regelmäßigen Abständen und sorgt so für einen relativ gleichmäßigen Gang der Turmuhr. Das Kronrad schiebt den oberen Spindellappen in eine Richtung. Verlässt der obere Spindellappen das Kronrad, wird der untere in die entgegengesetzte Richtung gedrückt. Hier sieht man nochmal die komplette Spindelhemmung in Funktion. Durch den Schwung der Reguliergewichte wird das Kronrad immer etwas zurückgeführt. Daher nennt man diese Art der Hemmung rückführende Hemmung. An dem großen Walzenrad ist ein Stift angebracht, ein sogenannter Hebnagel. Nach jeder vollen Umdrehung des Walzenrades hebt der Hebnagel den Einfallhebel des Schlagwerks an. Nachdem der Einfallhebel gehoben wurde, wird das Schlagwerk ausgelöst. Hier sieht man die Seilwalze des Schlagwerkes mit dem großen Hebnägelrad links an der Seilwalze. Wie beim Gehwerk wird auch beim Schlagwerk die Seilwalze mit einem Hufeisengesperr vor unkontrolliertem Abwickeln gehindert.
Nachdem der Einfallhebel angehoben wurde, kann sich die Schlossscheibe drehen. Diese dreht sich so lange, bis der Einfallhebel wieder in einer Kerbe der Schlossscheibe einfällt. Die Schlossscheibe ist mit verschiedenen großen Erhebungen versehen. Die Länge dieser Erhebungen bestimmt die Anzahl der Glockenschläge. Umso länger, je mehr Glockenschläge. Für einen einzelnen Glockenschlag wird keine Erhebung benötigt, da nach dem Auslösen des Glockenschlages der Einfallhebel sofort wieder in die Einkerbung fällt. Nachdem sich das Schlagwerk in Bewegung gesetzt hat, wird auch das Hebnägelrad an der Seilwalze angetrieben. Jeder Hebnagel setzt einen Glockenschlag. Über Zwischentriebe wird ebenfalls der Windfang in Bewegung gesetzt. Dieser sorgt für einen gleichmäßigen Ablauf des Schlagwerks, indem der Luftwiderstand am Windfang das Schlagwerk bremst. Bei optimalen Bedingungen konnte die Uhr auf 15 Minuten genau gehen. Im Winter verharzte das Baumöl oft und die Uhr lief sehr ungenau bzw. auch gar nicht mehr. Dieses System war das gebräuchlichste bis zur Einführung des Pendels bei Räderuhren im 17. Jahrhundert. Im Zuge der Industrialisierung wurde es immer wichtiger, genaue Uhrzeiten einzuhalten. Pendeluhren liefen gleichmäßiger und viele Waagbalkenuhren wurden daher auf Pendeluhren umgebaut. Im Museum gibt es eine funktionsfähige Pendeluhr aus dem 17. Jahrhundert mit Ankerhemmung.